Also das geht echt super, geht das. Das geht echt gut. Mega. Ich finde das mega geil. So, ich habe das Ganze jetzt geschnitten. Ich habe das jetzt alles auf Gärung geschnitten. Und jetzt schaut mal an, wie das geil ist, das Holz. Schaut euch das Holz an. He. Das war mal ein Parkettboden. Und die Leute hauen sowas weg. Wahnsinn. Gut, ich habe das Ganze jetzt auf Gärung geschnitten. Bei der Länge oder Größe habe ich mich einfach nach der Platten da gerichtet. Die war schon in der Größe. Ich habe es jetzt ein bisschen kleiner geschnitten, weil ich das Ganze nachher stumpf oben aufleimen und nachher mit dem Bündigfräser das Ganze plan fräsen werde. So, wir werden das jetzt da verleimen. Klassische Gärung. Vorher werden wir das Ganze mal anschauen. Blöd, gell? Das geht sich genau nicht aus, dass man das anscheinend messen kann. Aber das wird schon passen, oder? Das passt überhaupt nicht. Das passt überhaupt gar nicht. Das passt überhaupt nicht. Gut, dass ich so eine große Werkbank habe, weil jetzt wenn ich das mitten in die Werkbank reinlege, dann kann ich es nicht mehr bewegen, weil ich es gerade eingerichtet habe. Und warten möchte ich jetzt auch nicht da, machen wir es einfach da. So, ich habe mir das jetzt schon ausgerechnet, wie ich das mache mit dem Lochraster, weil wir müssen da natürlich überall die Löcher rein machen und die machen wir mit der Maschine. Die werden wir dafür hernehmen. Wir haben da 8 mm Bohrer rein. Und wir werden da eher ein engeres Lochraster machen, dass wir das kleinere Loch nehmen können. Und jetzt zeigen wir das mal an. Also das ist eigentlich so haben. Für mich Seitenverkehr. Schon jetzt komplett falsch. Oh Scheiß da, du nix. Geh jetzt rein da, darf nicht wahr sein. Wenn ihr voll Öl habt. So, probieren wir es nochmal. Das passt eh alles, so, ja. Warum steh ich jetzt an, du Hure, du? Darf ja nicht wahr sein. Dann war ich durch. Schau dir das an. Alter, jetzt sehe ich ja mit dem Scheißdreck da. Du richtig Scheiße da. Wieder voll Öl. Alter, da kann man nur einen stumpfer Bohrer als wir den haben. Das ist ja Wahnsinn.
Und die Zähne da. Da unten Krater finde ich da ja. Ey. Die Zähne ist ein scheiß Bohrer da. Wollen wir besser haben. Ich sag's euch, das war sauber, das gab's nicht. Das Bohren, das ist richtig reingegangen. Aber ausschauen wird's echt gut. Mal sehen, ob alles gut singt. Ich hoffe, der Durchmesser was, sonst müssen sie alle nochmal nachbohren. Aber ich denke, das geht schon. Jetzt werden wir noch für die Absaugung das Loch machen. Das machen wir vorher, bevor wir das einleimen. Wenn man da der Seite hängt, mache ich das so. Ich muss jetzt aufpassen, weil im Boden möchte ich innen einleimen. Perfekt. So, wir haben jetzt den nächsten Tag. Ich habe den Boden jetzt schon verleimt. Das war jetzt nichts Besonderes, ich habe den einfach hinten reingelegt und die Kanten eingeleimt. Bis über Nacht ziehen lassen. Jetzt haben wir die Platten. Die Lochplatten werden wir jetzt noch drauf haben. Also wenn ihr das auch so ein Parkettholz macht, dann müsst ihr da drauf schauen. Was ist da in dem mittleren Bereich reinkommt, wenn es das anzeichnet. Weil es ist ja quasi eine Dreischichtplatten und ich möchte in den mittleren Bereich rein. Weil wenn ihr es da rein schafft, dann kann es passieren, dass auch das springt.
Probieren wir mit dem Staubsauger. So, Versuch Nummer 2 mit dem Staubsauger. Ganz leicht, Leute, ganz wenig. Dann haben wir ungefähr die gleiche Leistung. So mit der Absaugung. Ich denke, das Volumen ist einfach zu groß in der Box. Also mit meiner Absaugung ist es besser gegangen. Weitaus besser. Aber wir werden das jetzt nochmal abschrauben und nachher werden wir da ein bisschen das Volumen ein bisschen kleiner machen. Ich habe die Box einfach so groß gemacht wegen dem Anschluss von meiner Absaugung. Aber ich denke einfach, das Volumen da rein, das ist einfach viel zu viel. Deswegen werden wir da irgendwas jetzt machen. So, die Hunde ist jetzt zugeschnitten. Machen wir das. Und einmal eine große Platten habe ich da geschnitten. Die große Platten, die kriegen da so rein. Natürlich da die Öffnung, so, und für die Seiten, sieht man das da, für da, den Bereich, dass wir den haben, das geht total einfach. Da müsst ihr gleich den Punkt ausmessen, die Länge, dann habt ihr da so einmal das Brett. Und das schneidet jetzt einfach in der Mitte diagonal, schneidet es das durch. Dann habt ihr auch mal für die Seiten und gleichzeitig für die andere Seite habt ihr dann schon die Seiten. Bei der großen Platte, da braucht man nichts drunter tun, das hebt von selber. Und bei den Seiten da habe ich mir da so einen Streifen, der ist übrig geblieben. Den kleben wir uns einfach da so zu und legen das oben drauf. Und dass uns jetzt nicht verrutscht, derweil, tun wir das mit der Heißklebe fixieren und den Rest den mache ich dann mit dem Silikon, weil das noch andichten. Ich meine, das muss jetzt nicht 100% dicht sein, glaube ich. Ich denke, das reicht derweil. Dann werden wir das mal schauen, ob es passt. Super. Super passt das. Ja, das werden wir einfach mit der Heißklebe jetzt ein bisschen fixieren. Dann schauen wir mal, wie gut das jetzt funktioniert. Also das Vakuum ist immer sehr gut. Das Problem ist, das rutscht so leicht.
So, ich will eigentlich nicht, dass das so rutscht. Das Vakuum ist super. Aber ich will auch nicht alles zumachen, weil sonst sagt es mir den Stab nicht mehr rein. Deshalb habe ich da noch eine Idee. Wir werden da noch was drüber kleben. Dass man einfach das Rutschen, das ist einfach zu rutschig. Das ist das einzige Problem. Also der Sog ist super und ich will auch außen noch ein bisschen was offen haben, dass es beim Schleifen in den Stab reinsaugt. Deshalb probieren wir da noch was. So, da mir das immer noch zu rutschig ist, habe ich da jetzt so ein Schleifpapier von einer großen Maschine. Das werde ich jetzt einfach draufkleben, dass das Ganze nicht mehr so rutscht. Weil die Saugkraft, die passt ganz gut, das Vakuum, aber es tut immer noch leicht verrutschen und das stört mich ein bisschen. Deshalb zeige ich euch, was ich jetzt da draufklebe. Das ist eigentlich nichts anderes als so ein großes Schleifpapier von so einem großen Trommelschleifer. Das habe ich mal geschenkt gekriegt von einem Kollegen. Und das werden wir jetzt einfach für das hernehmen und das kleben wir jetzt einfach vollflächig drauf. Besser war noch gewesen vorher, bevor wir die Löcher gemacht haben. Aber daher, dass wir das nicht gewusst haben, machen wir es einfach jetzt. Und mit den Löchern schauen wir, wie wir dann tun.
Haha, habt ihr gesehen, wie gut das funktioniert? Das ist echt super. Vor allem mit dem Schleifpapier da drauf jetzt, haltet es schon ohne der Absaugung auch schon super. Und so rutscht es immer noch, aber schon weitaus besser, als wir bis jetzt da drauf haben. Und wenn es einfach mehr Saugleistung braucht, dann macht es so wie ich. Da hat einfach einen Zettel drauf. Da hat einfach einen Zettel über die Löcher, die es nicht braucht. Rundum soll schon offen sein, weil ich ja den Effekt haben will, dass den Staub absaugt. Ich hoffe, man kann das erkennen auf dem Video. Auf jeden Fall finde ich das mega geil. Das funktioniert echt super. Also baut euch das nach, das ist gewaltig. Ich sauge jetzt da einmal die Tischplatten an und meinen Exzenterschleifer mit der gleichen Absaugung. Und das brauche ich eigentlich nicht, das funktioniert so auch. Ich sage euch. So, und dadurch, dass wir so eine große Fläche haben und so viele Löcher, kann man natürlich jetzt das da herlegen. Nachher nehmen wir einmal sowas. Alles, was wir gerade schleifen müssen, kann man uns dann einfach da herlegen. Und das alles unter einmal schleifen. Und nicht immer wie Träger mit einer Hand heben und schleifen. So geht es natürlich viel effizienter. Aber so, zack, lege ich das drauf, schalte ein. Dadurch, dass jetzt mehrere Sachen drauf liegen, hebt es einfach besser. Also das geht echt super, das geht echt gut. Mega. Ich finde das mega geil. Ich habe mir das so vorgestellt mit dem Schlauch, das ist nur provisorisch. Ich habe einfach da mit dem 3D-Drucker einen Adapter mir ausgedruckt. Im Idealfall, woher kommt es im Idealfall? Von vorne oder von oben vielleicht? Am besten von oben. Mit einem längeren Schlauch. Oder von vorne. Von hinten ist nicht so optimal. Außer man hat einen längeren Schlauch vielleicht. Weil der ist ein bisschen kurz. Ja, wenn er länger war, ganz auch. So bleibt man immer da auf der Ecke hängen. Aber ich werde es anders machen. Ich werde mir da so einen Arm machen, dass ich es von oben den Schlauch habe. Weil ich da das Kabel dran befestigen werde. Aber das Geile ist, dass du eben die Platten absaugen kannst und die Maschine mit einer Absaugung. Das ist genial. Und das könnt ihr so groß bauen, wie ihr es wollt. Wenn ich jetzt sage, ich habe nur große Teile, dann macht es natürlich viel größer. So viele Löcher müsst ihr nicht unbedingt haben. Je größer das Bauteil, desto weiter kann es auseinander sein, der Lochabstand. Ich habe das jetzt nachträglich nochmal verändert. Ich würde es jetzt auch so machen, dass ich ganz am Anfang
viele Löcher habe. Oder jedes zweite, so dass man den Stab da reinsaugen kann. So dass immer was frei bleibt rund ums Werkstück. Das war der Idealfall. Ich habe jetzt da zum Beispiel viele Löcher und da habe ich weniger. Weil wenn ich jetzt eine ganz große Platten schleifen muss, dann brauche ich da nicht so viele Löcher, weil es reicht dann so vollkommen. Aber wie gesagt, ich habe meistens mehrere Sachen. Dann kann ich da das große lege ich da drauf, wo ich wenig Löcher habe. Und die kleinen Bauteile lege ich da drauf, wo ich viele Löcher habe, logischerweise. So zum Beispiel. Dann habe ich da den größtmöglichen Effekt. Oder wenn ihr nur ein kleines Teil habt, habe ich auch, dass du mal ein Teil hast, nein, dann legt ihr halt einfach einen Zettel über die Löcher. Dann habt ihr gleich viel mehr Vakuum. Mehr Vakuum, besser für die Absaugung, für den Exzenterschleifer meine ich. Und nein. Oder es baut sich das Gerät einfach kleiner. Wenn ihr leicht kleine Sachen habt, dann muss das ja nicht so groß sein. Aber ich habe gesehen, das funktioniert so auch, dadurch, dass wir das Schleifpapier drauf haben. Das ist jetzt kein neues Schleifpapier, das ist ein gebrauchtes. Ich glaube 150er Kronen war das, ist von einem großen Bandschleifer. Das ist schon ziemlich fertig, also das ist schon ziemlich matt. Aber es ist ausreichend für mich, dass es eben haltet. Und es zerkratzt nicht, aber es ist ziemlich fein ist und ziemlich fertig geschliffen. Lackierte Oberflächen will ich da nicht so drauflegen, das geht natürlich nicht da. Aber wenn ihr es vorbereiten tut, ist das überhaupt kein Problem. So, das war's dann heute wieder von mir. Es würde mich voll freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lasst. Ob ihr das schon mal gesehen habt oder ob ihr euch das auch nachbauen würdet und wie groß vor allem. Ich würde euch empfehlen, mit einem größeren Absauggerät das machen. Es funktioniert sicher auch mit einem Staubsauger, aber ein Staubsauger hat einfach nicht das Volumen, was er zieht. Das Luftmengenvolumen hat er nicht da. Und vielleicht lasst es mal noch ein Abo da und ein Like. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! So, jetzt habt ihr gesehen, man kann auch so Resthölzer wie den Parkettabfall, was ich da habe, was Cooles draus bauen. Ich habe da noch mehrere von dem Zeug. Also habe da noch ein oder andere Brett rumliegen und da werden wir sicher noch ein paar coole Projekte draus bauen. Es würde mich echt freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao!